Hallo Freunde des Jagdsport, hier ist wieder mal euer Jägermeister. Was hat sich da wohl getan in, in diesem Spiel? Nicht viel. Tiere sind immer noch nicht da und was ich gemacht habe, ist nämlich ein eigenes Winteroutfit zusammengestellt. Das ist dieses hier. Ich kann euch zeigen, was ich da alles verwendet habe. Einmal, ich habe nämlich einen Dings gekauft, eine Pelzmütze. Gibt es verschiedene Farben und Tönungen. Ich habe nur eine gefunden, die was mir zusagt. Dann habe ich mir einen Mantel, diesen hier, mit Pelzkragen. Ihr könnt auch solche Mäntel verwenden oder diesen hier. Aber mir hat dieser überhaupt oder dieser, aber ich habe mich an diesen entschieden. Dann habe ich mir natürlich Handschuhe genommen, diese hier. Das ist nur eine Farbe, die kennt ihr bei der Madame so. Wenn sie ihr die Kopfgeldrolle spielt, werden die Handschuhe freigeschaltet. Und jetzt kommen wir zu den Stiefel. Ich habe mir ein Stiefel gekauft, was für den Winter ziemlich gut sind. Wir haben mehrere gekauft. Was ihr auch verwenden könnt, sind diese Stiefel für Winter. Aber ich will euch nur sagen, ich habe mir die genommen. Die sind gepolstert, warm und sind sagenhaft. Leider kann man bei diesen Stiefeln keine Spornamen machen. Und wenn, ihr könnt auch ruhig schreiben, wie euch das Outfit von Jägermeister gefällt. Das ist nämlich ein Winteroutfit. Ich habe ziemlich lange herum experimentiert, bis ich mein Winteroutfit erstellt habe. Es gibt ja nur zwei fertige, nämlich zu kaufen. Und ich habe mir halt die gekauft, die sind wunderschön. Und ja, und im Winter natürlich in diesem Gebiet, wo jetzt Schnee und Minusgrade ist nämlich das Outfit nämlich gar nicht so schlecht, weil mit der Gesundheit haut es ziemlich gut hin. Weil es ist jetzt wichtig, dass man natürlich ein Dings verwenden soll, ein Winteroutfit, dass man sich natürlich vor der Kälte schützen kann, weil es ist gar nicht so schlecht, das Winteroutfit. Ab und zu sind doch paar Tiere, aber sehr, sehr wenige halt.
denn mein Grip, der fühlt sich natürlich nicht gut. Den habe ich nämlich im Winterurlaub geschickt, und wenn er nichts machen kann für mich, Fälle verarbeiten kann, wozu ist auch nicht mehr der Jüngste natürlich, und ich hoffe, dass wieder Tiere kommt. Ja, man reitet umeinander, tut Kräuter sammeln, machen auch gewisse Nebenmissionen, Hilfsmissionen, tut natürlich auch Fischen, wo zurzeit das meiste Geld zum Machen ist, wenn man fischen tut, und oder Schätzen suchen tut, wenn man zufällig die Rolle als Sammler hat. Wenn ihr zum Beispiel überhaupt nichts habt, da gebe ich euch nur einen Tipp. Kauft euch eine Angelrute, wenn gemischt von Händler, und ein paar Spezialköder für Fluss, Sumpf und See, und tut's fischen, weil bei Fischen kann man zurzeit ziemlich viel Kohle machen. Hier ist nämlich ein Schatz vergraben. Den graben wir natürlich gleich aus. Aber ihr müsst nämlich, wenn ihr das machen wollt, bei der Madame Massar nämlich die erweiterte Satteltasche kaufen, den Spaten, den Parteidetektor, müsst ihr leider freischalten, aber das geht ziemlich schnell. Der ist, glaube ich, bei Stufe 5 bei der Sammler. Und das ist nämlich die beste Rolle, die Sammler, weil da kann man genug Knete machen. Bis zu 5.000, 6.000 $, wenn man ziemlich viele Schätze gefunden hat und nachher bei der Madame natürlich verkauft. Und was jetzt noch, die neue Rolle, die ist auch zu empfehlen, mit den Moonshiners, mit der Schnapsbrennerei. Da kann man überhaupt, wenn man da den Schnapsbrenner schon hochgelevelt hat, ist das ziemlich gut, weil je höher man steigt, umso mehr wird natürlich der Schnaps wert, wenn man den verkauft. Da habe ich nämlich ein cooles Video gemacht, wie man die Hütte umgeht. Nehmen wir gleich die Tarotkarte. Die Madame Massar. Wo heute die Madame Massar umeinander schwirrt oder sich platziert hat, weiß ich nicht. Weil da gibt es einen YouTuber, der heißt Bruder Bergmann. Der zeigt euch immer jeden Tag, wo er die Madame Massar nämlich gefunden hat. Oder ja, ihr könnt selber suchen, aber ist ziemlich schwierig, will ich euch nur sagen. Die Madame Massar. Jetzt schauen wir ein bisschen umeinander. Vielleicht sind ein paar Alligatoren zum Schießen. Was ist die einzige Tierart, was zurzeit
ab und zu auch vorkommt in diesem, dass ich meinen Jagdwagen ein bisschen auffülle von gehäuteten Alligatoren. Es ist zurzeit echt ein Kampf. Es ist überhaupt nichts. Keine Tiere. Wenn Tiere sind, sind sie nur sehr selten. Könnten. Da ist es. Ihr seht, mit dem Metalldetektor geht das ziemlich gut. Da liegt er. Gleich ausgraben. Ich mache immer ziemlich viele zusammen. Kann man sagen, jeden dritten, vierten Tag reite ich zu der Madame Massar und verkaufe meine gefundenen Schätze, und da kommt ziemlich viel Kohle und man wird auch ziemlich schnell, übermäßig schnell reich. Ich habe schon etliche Video und wo ich die Alligatoren gefunden habe und wo sie auch sind. Es ist ziemlich schön mit der neuen Winterlandschaft. Das können sie öfters machen, dass man sagt, dass ab und zu schneit, der Schnee fällt, finde ich voll okay. Diese Pflanze habe ich schon für die Madame Massar. Da könnte ich bald wieder zu der Madame Massar natürlich. Da ist er zwei. Da gibt es einen doppelten Ausschlag. Also, das bedeutet, es ist auch nämlich noch ein Sammelobjekt im Versteck von den Banditen. Das ist ein Banditenversteck nämlich. Muss man nämlich immer vorsichtig sein. Mir ist das schon öfters gelungen, dass ich zum Beispiel, da liegt nämlich die Rockharte. Okay. Das merkt ihr bei dem Ausschlag von Joystick, wenn ein Sammelobjekt ist. Wie schon gesagt, aber wir müssen nämlich die erweiterte Sammeltasche bei der Madame Massar kaufen. Kostet nämlich Gold, aber ich will euch nur sagen, ihr habt das ziemlich schnell wieder erinnern, da hat einer seinen Hut verloren. Vielleicht ist er gestorben. Ein Kamin ist auch was. Schön. So, jetzt schlägt es nicht mehr aus. Also im Haus ist nichts mehr. Manches Mal können auch in Häusern ziemlich mehrere Sammelobjekte natürlich sein. Es ist nicht immer gesagt, dass ein Sammelobjekt ist, sondern es kann auch sein, dass ein oder zwei noch sind. Tun wir immer gleich das Gewehr.
bringen, weil ich kann euch auch sagen, welche Waffen in diesem Spiel auch gut sind. Zum Beispiel das Gewehr hat ziemlich gute Werte. Ich kann ja theoretisch meine Waffe auch putzen, pflegen, weil das ist, das ist sehr gut, weil ihr seht, wenn die Waffe nicht gereinigt oder geölt ist, natürlich verliert man da ziemlich viel. Na, dann schaue ich gleich die Pistolen. Dann der neue Navy Revolver ist nämlich ziemlich abgefahren. Ich kann euch die ausschaut, und diese Waffe hat nämlich ziemlich viel Power. Ja, die kann ich auch putzen. Die haben mich mir natürlich schon voll aufgelevelt, verziert. Aber das kostet alles schweinisch viel Geld. Kann ich nur, wenn ihr nicht viel Geld habt, nur das Nötigste, einen verlängerten Lauf, einen anderen Trahl und ein Visier, und die Waffe ist schon ein bisschen besser. Dann gibt es noch das Gewehr, das ist auch, oder das Boxgewehr, das habe ich im Pferd nämlich, weil ich tue gern mit dem Bogen jagen. Da habe ich auch ein Video schon gemacht, warum ich mit dem Bogen jage. Am liebsten. Außer bei den Krokodilen oder Alligatoren tue ich halt nicht mit dem Bogen jagen. Da braucht man schon ein besseres Gewehr, weil die halten ziemlich viel aus. Aber zum Beispiel Wildschweine oder Weißwedelhirsch, die kann ich alle mit dem Bogen oder Truthahn. Wölfe tue ich wieder mit dem Gewehr. Bären tue ich sowieso mit Gewehr. Was ist das für eine Spur? Schauen wir mal. Da ist ein Reiter geritten. Ich habe schon geglaubt, da ist ein Tier. Beim Nadelauge kann man nämlich die Spuren von den Tieren und die Umrisse super erkennen, sowie die Kräuter und Kräuter wo sind, oder wo ein Schatz vergraben ist, sieht man das auch ziemlich gut. Was man auch gut sieht, sind nämlich auch, wenn man den Dings verwendet, den Adlerblick, auch wenn sich Gegner versteckt haben, die leuchten ziemlich gut auf. Da kann man entweder mit einem Headshot und eine gute Munition, nämlich gute Treffer landen. Und es schneit und es schneit. Ist ziemlich gut. Ihr müsst halt immer schauen, welche Temperatur hat. Wenn einmal die Temperatur auf 0 Grad fällt, ist schon Zeit, nämlich in diesem Spiel, dass
ein Winteroutfit zum Anziehen. Weil da geht nämlich, wo das Herz ist, ziemlich schnell die Energie verloren und man erfriert mit der Zeit. Ich tue immer nebenbei, wenn ich zum Beispiel die Gegend durchstreifen tue, wenn ich Tiere suchen, auch Ausschau halten nach Kräutern, weil ich habe nämlich die Schnapsbrennerei. Mit den Kräutern kann man natürlich Edelbrand machen, mit Aromazusatz mit den Kräutern, und natürlich wird der Schnaps nämlich mit gewissen Kräutern natürlich teurer, wenn man den verkauft und zum Käufer bringt. Na, schauen wir gleich da rein, vielleicht ist auch da was zum Finden. Ausschlägen tut es nicht, aber auch einen guten Tipp ist auch von mir, tut es auch die Häuser durchkämmern, durchstöbern, die Kästen, weil hier können auch nützliche Arzneien für dich sein oder fürs Pferd oder Schmuckgegenstände, was man nachher beim Händler verkaufen kann. Auch Schatzkarten findet man. Das und mit den Schatzkarten, da habe ich auch im Video gezeigt, wie man die am besten findet. Müsst ihr nur meine Video anschauen, dann ist ziemlich viel erklärt, wie man das richtig macht. Auch zum Beispiel, wie man richtig fischen tut, die richtigen Tastenkombinationen, was ihr drücken müsst, wie man richtig drillt beim Fisch. Und natürlich, wie man in diesem Spiel auch richtig jagt. Das bringt nichts, wenn man mit dem Pferd reitet und mit dem Pferd Tiere schießt, weil man verjagt nämlich die Tiere in diesem Spiel, wenn man ein Pferd reitet. Davor mache ich immer das so, dass ich zum Beispiel gehockt gehe und irgendwo ist mein Pferd, aber das brauche ich zurzeit nicht, weil ich verwende hauptsächlich das Pferd, wenn ich zum Beispiel Nebenmissionen mache oder Hilfsmissionen oder Kopfgeld oder wenn ich eine Schatzkarte aufdecken tue. Wenn ich eine habe, decke ich die natürlich gleich auf. Oder wenn ich Tiere geschossen habe, dass ich die Felle natürlich aufs Pferd gebe. Hexense sind mehrere Tiere, da hole ich mir nämlich lieber den Jagdwagen. Den, was ich mir schon zugelegt habe, den müssen wir nämlich auch freischalten mit der Rolle des Händlers. Davor täte ich sagen, ihr fangt mit den Rollen an. Wenn nicht, kauft euch in Store nämlich das Gold, was ihr braucht, ist einmal ein Geld, aber wenn ihr den Outlaw Pass habt, ihr bekommt das 300-fach herein das.
Und natürlich ja, mit den Outlaw-Pass schaltet man natürlich auch Gutscheine frei. Die sind sehr gut, weil man kann nämlich, da gibt es Gutscheine, weil man die Waffen verbessern kann, und da ist ziemlich hoher Rabatt angesagt. Auch dann, wenn man eine neue Waffe kaufen kann, kann man ziemlich viel sparen. Ich kann euch das zeigen, wie die Gutscheine ausschauen. Man geht unter Vorteile rein, aber ihr müsst den Outlaw Pass haben. Da seht ihr zum Beispiel die ganzen, zum Beispiel die, da könnt ihr lesen, 30%. Kriegt ihr die Waffe natürlich günstiger, oder man sie beim Gemischtwarenhändler einkauft oder bei der Schneiderei, wo man die Gewänder kauft. Oder wenn ihr zum Beispiel auch wenn ihr in Stall reitet, das günstiger Sattel kaufen könnt oder Pferde kaufen könnt. Das zahlt sich aus, weil ich habe nämlich alle 4 Rollen, was ich schon habe, nämlich hochgelevelt auf 20. Das ist zurzeit die höchste Stufe. Man kann sich jeweils nämlich das gleich jeweils anschauen, was man alles. Das ist zum Beispiel der Schnapsbrennerei, da kann man sich die Sattel, das ist nämlich ein guter Sattel. Dann die Bar kann man sich nachher zulegen. Holster, Pferde, Outfits, Handschuhe. Die Band, was nachher spielt. Destillieranlagen wird da freigeschaltet, Gürtelschnallen. Das ist nämlich die letzte Destillieranlage, die macht nämlich mit dem Kräuterschnaps, was wir haben, natürlich auch ziemlich gut. Da kann man sich Pferde frei schalten, dorthin gehen und die Pferde natürlich kaufen. Sind gar nicht so schlecht, will ich euch nur sagen. Zahlen kann man das beim Freischalten mit die Grips, mit den blauen Währungen. Mal gehen wir gleich zu den. Tun wir alle gleich durch, dass ihr da noch seht, was alles ist. Das ist der Händler, war bekannt. Der Sattel hat auch gute Werte. Da kann man auch Pferde. Der Suppentopf, will ich euch nur sagen, der ist ziemlich gut im Lager, weil da kann man sich nämlich, wenn man Großwildfleisch gekauft hat und Kräuter dazu, nämlich ziemlich gute Sachen kochen. Und zum Beispiel hier bekommt ihr schon den Lieferwagen, den kleinen, das Jagdmesser, Outfit fürs Lager, den Waffenschrank. Da kann man nämlich die Waffen, die was man nicht mitnehmen will beim Pferd, kann man da reingeben. Die Handschuhe schauen voll schick aus, aber zum Beispiel die Handschuhe und Schmuckgegenstände kann man nur bei der Madame Massar kaufen. Pferde,
die Jagdwagen, die Ringe zum Beispiel bei der Madame, also der große Transportwagen, schaut voll edel aus. Pferde, Brillen. Das ist nämlich die Rolle von Händler, was man da auf. Wir fangen auch gleich mit der Dings an. Zum Beispiel das Lasso täte ich euch empfehlen, als Kopfgeld, das ist das versteckte Lasso, da können sich die Gegner nicht so leicht befreien. Zum Beispiel diesen Sattel, den habe ich in Verwendung, der ist ziemlich gut, kann ich jedem empfehlen. Auch eigene Outfits, Lager, Ringe, kann man wieder bei der Madame kaufen. Die sind nicht schlecht, wenn ein Verbrecher dir davon rennt, wirst du die Dings, der verheddert sich, der fällt hin und ihr könnt den schön mit dem Lasso auffangen. Den Gefängniswagen, den Jagdwagen und den Gefängniswagen, den kann man zum Beispiel bei Dings kaufen, bei einem Stall, auch gute Pferde. Und das war jetzt die Rolle des Kopfgeldes. Jetzt gehen wir zum Schatzsucher. Den Spaten, ein Holster, Gürtelschnallen. Die Gürtelschnallen kann man auch bei der Madame kaufen. Was auch kaufen. Outfits, Sattel, der schaut auch gut aus, hat auch gute Werte, haben wir auch übrigens auch gekauft, weil man hat, aber verwenden tue ich den nie. Die erweiterte Pferdetaschen, da kann man ein bisschen mehr rein. Ein Buschmesser, der Metalldetektor, den Kompass. So, Fernglas ist nicht schlecht, zeigt da, wann in weiter Entfernung Schatz begraben ist. Zweitholster, eigene Verzierung für die Pistolen. Die Lampe, die ist nicht schlecht, die kann man übrigens auch beim Dings kaufen, beim Stall. Die Brillen kann man bei der Madame Massaf kaufen. Natürlich den Hut kann man auch nämlich bei der Madame Massaf kaufen. Ich habe nämlich diesen Hut in Einsatz. Er schaut nämlich ziemlich abgefahren aus. Aber den habe ich beim Battle Pass. Das ist der Outlaw Pass. Ich habe nämlich schon die höchste Stufe. Da seht ihr auch, die Pferdemasken schauen echt cool aus. Aber da habe ich auch ein extra Video gemacht und ja, wie ich schon gesagt habe, der Adlerpass, der zahlt sich sehr gut aus. Ihr bekommt ziemlich schnell wieder das Gold rein, was ihr ausgegeben habt. Und
Ihr müsst halt mit Gold sehr, sehr sparsam umgehen. Das heißt, nicht alles mit Gold bezahlen. Nur ich mache hauptsächlich nur, wenn ich nicht so eine Rolle ist mit Gold, aber sonst, oder wenn ein neuer Outlaw-Pass kommt, dass ich mir den mit Gold kaufe, weil da habt ihr nur Vorteile. Da ist auch was drinnen. Da schauen wir gleich rein. Bin immer neugierig, was ist. Ich tue Häuser durchstöbern. Das ist eine schöne Villa. Ihr hört auch das Ticken von den Uhren. Denn da lebt nämlich ein Großgutbesitzer. Und das heißt natürlich, was heißt das? Der ist vermögend. Und seine Frau hat nämlich ziemlich viele Schmuckgegenstände. Vielleicht findet man hier noch ein Collier, was sehr wertvoll ist. Man das bei einem Händler verkauft. Die werden heute in Winterurlaub sein. Ja, ihr seht, da ist sogar ein Tresor. Aber leider kann man den nicht aufknacken. Schade, schlecht wäre es nicht, wenn wir die Tresor auch knacken können. Wo man bestimmte Stellungen von links verwenden, drehen muss, bis das eine rastet, dann wieder auf der anderen Seite, wenn man sich verdreht, das wieder von vorne anfängt. Das wäre nämlich echt super, wenn das auch kommen täte, weil das war nämlich ziemlich gut. Das zum Beispiel in die Safes nämlich ziemlich ein bisschen mehr Dollar zum Beispiel drinnen wären oder Schmuck oder Gold. Das sind die geflüchtet, weil ich bin. Ja, jetzt gehen wir wieder runter, schaut euch die Bemalungen an von ganzen Herrschaftshäusern. Da seht ihr, wie die früher gelebt haben. Die Großgrundbesitzer. Es schneit. Wenn es bei uns nicht schneien tut, wenigstens spielt schneit. Aber mir war wichtiger, dass Tiere drinnen wären, dass ich wieder jagen kann. Das ist übrigens mein neues Pferd, was ich habe. Aber leider, ich muss das Pferd noch einreiten, dass ich zum Beispiel auf die Stufe 4 kommt, derweil hat das Pferd noch Stufe 1 und trotzdem reitet das Pferd wie die Hölle.
Bin nur neugierig, wie das Pferd mit der Stufe 4 ist. Ihr merkt, wenn ihr leicht ein paar Mal mit der X-Taste drückt, dann schaut sie sehr gut, schön schnell. Da ist sogar ein Schatz versteckt. Hey, ihr seht's. Da braucht ihr nur so lange gehen, bis damit der Gedeckte da. Ihr seht, es fängt schon ein bisschen mehr zum Blinken an. Und wenn das Licht steht zum Beispiel, dann ist da die Stelle, wo er vergraben ist. Und ihr seht, wie viele EP-Punkte man bekommt. Und je höher die EP-Punkte sind, umso besser ist's. Das zeigt euch auch gleichzeitig an, dass zum Beispiel dieser Gegenstand bei der Madame Massa natürlich ziemlich gut zum Ader liegt. Da ist sogar hat sich einer was versteckt. Hat sich ein Bandit was versteckt und ich habe es ihm wieder abgenommen. Der wird sich halt ärgern, wenn er kommt und seine Beute holen will, aber so ist halt das Leben. Das sind wieder Kräuter. Du hauptsächlich nur mit der Wenn du ja Sautlage wieder verbrauchst, schalte ich gleich wieder ein. Nicht das Headset, sondern das Adlerauge. Weil wenn man das andere einschaltet, das ist das Headshot, da kann man mehrere Leute platzieren und schießen. Funktioniert aber nur, wenn man eine Waffe angelegt hat. Und wenn man geht zum Beispiel und die Waffe nicht angelegt hat, dann kann man das Adlerauge einschalten. Beim Headset ist das so, dass ziemlich schnell das verbraucht wird. Da muss man halt nachher bestimmte Dings drängen, dass das wieder aufgefüllt wird. Aber ich verwende hauptsächlich nur das Adlerauge. Ich habe euch nur gezeigt, wie das ausschaut. Zum Beispiel, ihr seht da die Reiter, das ist ein Computer, die was fix im Spiel sind, die kann man auch abschießen, aber mit Vorsicht. Müsst ihr das genießen, da kann man an der Bar zum Beispiel einen Snack holen, dass wieder Gesundheit ein bisschen aufgeführt wird. Bei einem Schnaps zum Beispiel wird natürlich die Gesundheit ein bisschen heruntergesetzt. Und immer durchstöbern die Häuser. Auf dem Stuhl liegt da nämlich ein Sammelobjekt, eine Büste, die auch ziemlich wertvoll ist. Dann haben wir die verkauft. Die bringt einen Ring gefunden, sehr gut. Da wird sich aber der Hehler freuen, wenn ich die verkaufe.
Ja, zu der Rolle Schnapsbrenner. Es gibt insgesamt 5 Hauptmissionen der Schnapsbrennerei. Die sind sehr schwer. Da ist besser, ihr macht's die Dings zu zweit. Ah, da ist sogar ein Schatz vergraben, den holen wir sich gleich. Man findet ziemlich viele Schätze in der Karte. Und natürlich kann man da, wenn man das öfters gespielt hat, da kann man sich schon merken, wo was liegt. Da mache ich immer einen Rundgang. Ah, zum Beispiel hier liegt auch was. Das holt man sich auch. Es ist übrigens eine Zuckerpresse, da wird Zuckerrohr gepresst. Ist der Abfall, das eigene. Wisst ihr, meinen Kanal abonnieren. Da seid ihr immer am Laufenden, was Neues gibt. Und wie man auch, wenn ich was entdeckt habe, zum Beispiel. Der hat nämlich Dings, der wird sicher da drinnen sein. Schauen wir gleich, wenn er da drinnen ist. Ja. Hello again, mister. Have a look. All for sale, except the floorboards. Oh, that's the whole range. Da kann man Kleider kaufen. Ich tue immer jeden Dienstag oder Donnerstag alles durchschaue in die Katalogs beim Waffenhändler. Da kann man Munition kaufen. Da nehme ich gleich. Da kann man zu den Waffen brauche ich auch. Ich habe nämlich Dings. Zum Beispiel die Bürste bekommt man nur im Stall, was man beim Pferd bürsten tut. Wir müssen sogar ab und zu das Pferd bürsten, füttern. Jetzt werden wir eine Nebenmission starten. Nur da kann man noch ein bisschen Gold machen. Over here. Hello there. This is a hairy one, I'm afraid. Not hairy in a nice way. Mein Tipp ist immer, nehmt nur Nebenmissionen, wenn die Postmeisterei sind, nicht in Gebieten, wo in Häuser die Dings sind, weil das sind meistens, wo man Gefangene in ein Gefängnishaus befreien muss, und wenn man da eine Schießerei hat, ich muss Lebensmittel wohin bringen. Okay, machen wir gleich. Da braucht ihr nicht schnell fahren, das geht sich alles mit der Zeit aus. Kommt sicher ans Ziel. Aber nur, ihr werdet da halt von Banditen ab und zu auch angegriffen. Oder ist eine Straßensperre. Da nehmt immer gleich das Gewehr raus, dass ihr gleich schießen könnt.
Zum Beispiel bremsen mit der X-Taste beschleunigt die Kutsche, mit der R-Taste bremst und man kann auch mit der R1-Taste nämlich das Rückwärtsfahren. You might not be from the void, but you'll die here. This is all. So, das ist jetzt das Zeichen für die echten Spieler. Da kann man nämlich dich auch angreifen, aber wenn einer eine Nebenmission zum Beispiel gestartet hat, tut's das nicht. Oder wenn der zum Beispiel eine Fracht wohin führt, da kommen schon die nächsten. Könnte zum Beispiel absteigen und die Leichen durchplündern. Die haben auch meistens Sammelobjekte, für die man dann mal sagt, Goldzähne, Ringe, auch. Auch Schatzkarten haben die. Die Kurven ist hier nämlich bremsen. Aber das ist, wenn man das Spiel öfters gespielt hat, hat man das ziemlich schnell heraus, wie man mit die Kutschen fährt. Es ist nicht viel, was man bekommt, aber man bekommt ein paar Brocken von, kommen die nächsten. Ich war nämlich gemütlich, ich habe nämlich viel Zeit, dass ich die Ware sicher mit der Range abliefert. Da braucht ihr nämlich keine Angst haben, dass sich das mit der Zeit nicht ausgeht. Es geht sich alles aus. Ihr habt ziemlich viel Zeit. Ja. Da könnt ihr zum Beispiel den Timer herunterlaufen lassen und dann erst reinfahren. Bekommt ihr eben ein bisschen paar Nuggets mehr. Oder beim Gold halt. Ihr seht, dass ich zum Beispiel 9 Minuten noch Zeit hätte, was anderes. So,
Mission abgeschlossen. Da könnt ihr gleich sehen, was ich bekommen habe. Paar Nuggets. Zum Beispiel, wenn ihr, jetzt verkaufe ich gleich alles, was ich bei den Dings habe, bei den Hehler. Beim Hehler kann man nämlich Dings verkaufen, die ganzen Schmuckstücke, was man in die Häuser gefunden hat, oder wenn man Goldzähne von die zum Beispiel beim Hehler kann man sich auch kaufen die ganzen Rezepte für Waffen, zum Beispiel auch Tomahawk, Dynamit, Cocktails, was man wirft, Wurfbeile, Wurfmesser und Rezepte für etliches. Wenn man einen Bogen hat, kann man Giftpfeile, Brandpfeile und Explosivpfeile, aber man braucht nämlich die Rezepte. Sind wieder Schafe da. Das muss ich gleich schauen, wann Schafe da sind. Oder nur, ja, sie sind wieder da. Aber jetzt ist aber Tag, das ist wieder, jetzt kann ich da keine schlachten. Endlich sind wieder die Schafe da. Wenigstens was. Ist nämlich eine gute Stelle, wenn man einen Jagdwagen hat, kann man da nämlich ziemlich viele Schafe natürlich töten. 5 Schafe kann man mit dem Jagdwagen mitnehmen zum nächsten Schlachter, dort die Tiere verkaufen. Es ist nicht schlecht, so ein Jagdwagen. Bin froh, dass ich ihn habe. Ja, ihr merkt schon, dass ich immer ab und zu auch Wiederholungen mache, zum Beispiel. Weil es gibt immer wieder neue Zuschauer, die was haben, und natürlich. Da wird ihr gleich sehen, wie die Pfeil, passt auf, ich habe wieder den Pfeil zurückbekommen und ich tue am liebsten mit dem Bogen jagen. Bei sowas. Weil da tue ich nämlich Munition sparen. Außer wenn ich zum Beispiel einen Pfeil verschieße, das kommt auch ab und zu vor, dass ich einen Baum treffe oder einen Felsen, da ist halt der Pfeil hin, aber die Pfeile kann man entweder im Lager selber wiederherstellen, braucht ihr nur Entenfeder mit oder Schwungfedern von anderen Vögeln, die könnt die Pfeile selber im Lager herstellen, auch mache ich auch ab und zu, wenn ich zum Beispiel keine Explosivpfeile mehr habe, dann da braucht ihr auch schon Federn und natürlich Dynamit und Expressmunition. Braucht ihr mehrere Dinge.
spät essen ins Spiel. Vormittag, oh Gott. Ein kleiner Tipp auch von mir, wenn ihr so Ranch überfällt, ab 20 Uhr am Abend ins Spiel bis 4 Uhr. Da könnt ihr nämlich mit Lasso nämlich die Tiere super killen. Oder mit dem Bogen. Verwendet aber kein Gewehr oder Pistolen, denn da weckt ihr nämlich die Aufseher auf. Und das ist nämlich nicht gut. Und die munter werden, weil die schlägen Alarm, und wenn ihr die nicht alle eliminiert, kann passieren, dass einer um Hilfe ruft und nachher kommen die Gesetzeshüter und natürlich steigt nachher das Kopfgeld. Okay, hier mache ich Schluss mit euch. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Ihr könnt auch reinschreiben, was ihr für ein Outfit habt. Ihr könnt es auch bei mir direkt in die Comedy auch Fotos, Screenshot auch einstellen, wie euer Outfit ausschaut. Die heißt genauso Freunde des Jagdsports. Da könnt ihr jederzeit auch Screenshot bei mir reinstellen. Außer Beleidigungen oder etc. Die werden von mir gelöscht und natürlich gemeldet, die Personen. Und das war's wieder von mir. Euer Jägermeister. Ah, da rettet einer. Okay, ich tue jetzt weiter schauen, wo Tiere sind, weil ich muss echt ein bisschen auf den Grip was bringen. Weil sonst wird er zum Säufer im Lager. Okay, das war's wieder von mir, von eurem Jägermeister.